Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Heute machen wir einen ganz wunderbaren Sauerrahm, cremig und fest. Es sind also zwei verschiedene Arten und gehen beide ganz einfach. Er gehört zu den Zutaten, die in vielen Küchen regelmäßig verwendet werden, ob zum Kochen, Backen oder auch für cremige Dips. Sauerrahm selbst zu machen ist gar nicht weiter schwer. Und von Haus gemacht sowieso um ein Vielfaches besser. Aber ist garantiert ohne künstliche Zusätze. Und ich meine ja sowieso, streckt eure Nase ruhig in all die selbstgemachten Sachen, denn dann riecht ihr und schmeckt ihr natürlich auch, wie Lebensmittel wirklich schmecken und auch riechen sollen. Denn das ist der signifikante Unterschied zwischen Lebensmittel und bloße Nahrungsmittel. Nahrungsmittel kann ich euch nur nicht zeigen, ich habe nämlich wenig zu Hause. Denn selbstversorgt ist immer besser, als sich auf irgendjemand verlassen zu müssen. Da ich ziemlich sicher weiß, dass viele von euch, so wie ich selbst auch immer wieder im Ausland leben oder unterwegs sind, wo es auch keine Buttermilch zu kaufen gibt, gibt es eine gute Nachricht, denn dieses Rezept funktioniert auch mit Kefir und diesen gibt es fast überall weltweit. Nun geht's aber direkt ins wirklich super einfache Rezept mit der Herstellung der stichfesten Variante. Dafür brauchen wir 10%ige Kaffeesahne. Sie gibt es in jedem gut sortierten Supermarkt. Die Rezeptangabe bezieht sich auf 1 Liter 10%ige Kaffeesahne und gibt 1 Kilo Sauerrahm. Die Menge kannst du natürlich an deine Bedürfnisse anpassen. Übrigens, solltet ihr nur Vollrahm oder Schlagsahne bekommen, muss der Fettgehalt entsprechend reduziert werden. Dafür verdünnt den Rahm mit Milch, damit wir auf einen für Sauerrahm geeigneten Fettgehalt kommen. Sonst würden wir nämlich in Richtung Schmand gehen. Wenn ihr an diesem Rezept Interesse habt, lasst es mich doch mit einem Kommentar wissen. Nun benötigen wir noch die nötigen Milchsäurebakterien, die dann dafür sorgen, dass unsere Kaffeesahne auf natürliche Weise fermentiert und zu Sauerrahm wird. Egal, ob dieser später stichfest oder schön cremig ausfällt. Dafür verwenden wir entweder Buttermilch oder, falls keine erhältlich ist, Kefir. Egal was du nutzt, wir brauchen 2 kleine Schöpfkellen oder eine große davon in die Kaffeesahne. Wer sich nun fragt, warum ich keine eigene hergestellte Buttermilch verwende, ganz einfach, ich fahre nächste Woche in den Urlaub und da wäre es schade um die gute Butter. Zu guter Letzt brauchen wir nun noch gründlich gereinigte Gläser. Zur Reduzierung der Keimbelastung übergießen wir sie mit frischem aufgekochtem Wasser und lassen sie so 10 Minuten stehen. Anschließend gießen wir das Wasser ab und lassen die Gläser abtropfen. So schaffen wir nämlich die saubersten Bedingungen für die Fermentation und geben den Milchsäurebakterien optimale Voraussetzungen, sich gegenüber unerwünschten Mikroorganismen durchzusetzen. Für das Kilo Sauerrahm benötigen wir dann etwa 5 210 Milliliter Gläser. Warum wir jedoch gleich so viel Sauerrahm herstellen, erfahrt ihr übrigens in einem meiner nächsten Videos. Und ich bin mir sicher, dass sich der ein oder andere sehr darüber freuen wird. Nun geht's dann auch an die Abfüllung. Dafür sollten die Gläser etwa 1 cm unter dem Rand gefüllt werden. Übrigens, die ideale Temperatur zum Herstellen des Sauerrahms wegen der Fermentation sind zwischen 20 und 24 Grad. Ist es bei euch hingegen kälter, verlangsamt sie sich. Ist es wärmer, kann es den Geschmack beeinflussen. So oder so sollte immer angenehm frisch und säuerlich riechen, nicht bitter oder unangenehm. Sobald der letzte Tropfen dann noch abgefüllt ist und die Sauerei ein wenig aufgewischt, legen wir die Deckel locker auf die Gläser auf. So schützen wir den Inhalt vor Verunreinigungen, ohne die Gläser luftig zu verschließen. So schützen wir während der Fermentation den Inhalt vor Insekten, insbesondere kleine Fruchtfliegen, und schaffen damit gute Bedingungen für die Entwicklung des Sauerrahms. So kommen wir zur ähnlichen Herstellung des cremigen Sauerrahms. Dafür können wir das Arbeitsmaterial des Stichfesten nehmen. Nur dass wir hier bei 500 Milliliter 10%ige Kaffeesahne benutzen. Die Konsistenz des Sauerrahms hängt im Übrigen von der verwendeten Zutaten, der Raumtemperatur und der Reifezeit ab. Viele von uns verbinden jedoch eine feste Konsistenz mit einem gelungenen Ergebnis. Ein cremiger Sauerrahm kann jedoch genauso gut fermentiert und von bester Qualität sein. Nun benötigen wir nämlich nur einen Esslöffel Buttermilch oder Kefir. Auch dieses Gemisch wird dann in die zuvor sterilisierten Einmachgläser gefüllt.
Nebenbei erwähnt, Sauerrahm zählt zu den ältesten fermentierten Milchprodukten der Welt. Lange bevor es Kühlschränke gab, nutzten unsere Vorfahren die natürlichen Milchsäurebakterien, um Rahm haltbarer zu machen. Dabei entstand der typisch milchsäuerliche Geschmack, den wir bis heute so schätzen. Wenn du meine Arbeit rund ums Selbermachen unterstützen möchtest, freue ich mich, dich als neues Kanalmitglied begrüßen zu dürfen. Den Link dazu und auch mein gesamtes Arbeitsmaterial stelle ich dir natürlich in die Infobox. Der letzte Tropfen kann natürlich auch noch verwendet werden, denn auch wenn das Glas nur halb voll ist, denn ein halbvolles Glas macht überhaupt nichts aus. Der Deckel wird auch hier nur lose aufgelegt, um den Glasinhalt zu schützen. Die wichtigsten Arbeitsschritte sind nun auf jeden Fall vollzogen. Nun sollten die Gläser ohne Bewegungen einem ruhigen und zugluftfreien Ort reifen. Am einfachsten ist es, sie auf ein Brett zu stellen. So können sie dann nämlich bei Bedarf umgestellt werden, ohne die einzelnen Gläser bewegen zu müssen. Und dann heißt es nur noch warten und geduldig sein, denn je nach Raumtemperatur und gewünschter Konsistenz kann die Fermentation zwischen 24 und 36 Stunden dauern. Meinen habe ich für 36 Stunden reifen lassen, denn in dieser Zeit entwickelt sich sein milchsäuerliches Aroma und seine typische Konsistenz. Inzwischen sind 36 Stunden vergangen und der Sauerrahm ist soweit fertig fermentiert. Das kann man hier gut sehen. Das ist jetzt der cremige, läuft schön gediegen vom Löffel. Das natürlich unter dem wachsamen Auge meines Welpens Othello. Das ist nun der stichfeste. Das kann man hier gut erkennen, wie standfest er geworden ist. Super, genau so soll es sein. Hier kann man beide nun sehr gut im Vergleich sehen. Und egal wie oft ich Lebensmittel selber zubereite, ich bin immer wieder begeistert, was möglich ist mit ein bisschen Geduld, Zeit und Liebe. Haltbar ist der Sauerrahm in etwa 2 bis 3 Wochen, nimmt aber im Laufe der Zeit ein immer kräftigeres Aroma an. Und die Lagerung sollte stets im Kühlschrank sein. Und ich meine ja sowieso, streckt eure Nase ruhig in all die selbstgemachten Sachen, denn dann riecht ihr und schmeckt ihr natürlich auch, wie Lebensmittel wirklich schmecken und auch riechen sollen. Denn das ist der signifikante Unterschied zwischen Lebensmittel und bloße Nahrungsmittel. Sollte sich nämlich der Geschmack oder der Geruch ins Muffige verändern, sollte man den Sauerrahm nicht mehr weiter verwenden. Und vor der ersten Verwendung sollten auf jeden Fall 4 bis 8 Stunden liegen. Einfach, dass der Geschmack etwas runder wird. Und ich wünsche nun viel Freude beim Selbermachen, gutes Gelingen, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch!